Willkommen zurück zu Tales of BERSERIA. Beim letzten Mal haben wir, wir waren in diesem komischen Turm und dürfen jetzt irgendwie wieder zurück, ne? Wenn ich mich nicht irre. Vielleicht. Eventuell. Hallo. Now what are we gonna do? What's wrong? This dog came up with a book in its mouth. Here, take a look. Huh. It looks pretty old. I've never seen this kind of writing before. It's not ancient Avarost, that's for sure. Part of it looks like a chronology, so maybe it's a history book? If I were to guess, I'd say they're Meliodosian characters, which would peg it at about 2,000 years old. It's more recent than Avarost, but the writing has fallen completely out of use. All kinds of notes are written throughout the book, too. Someone must have been studying it. If it's research material, that might make it Videl's book. Videl? Who's that? He's a weird kid who's way into studying history. He lives at the inn. Could you maybe deliver the book to him for us? We were told not to get too close to him, so... Yeah, sure. I guess. Okay. Also, im Gasthaus, ja. Hier sind auch auffällig viele Soldaten, oder? Nun gut, dann gehen wir halt zum Gasthaus. Bis jetzt. My book! My book! Where could I have left it? Ich hab's. Are you Videl? Is this yours? My book! Oh, that book is super important to me. Thank you. I'm Laphicet. I hope you don't mind that we flipped through some of it. Can you actually read Meliodosian script? You recognize Meliodosian writing? That's unusual in this day and age. Oh, it's not that big of a deal, really. When I grow up, I want to be an adventurer who travels the world and explores lots of ruins. So to make sure I'm ready for anything, I've been studying ancient history, starting with the Era of Darkness. The Era of Darkness? You're referring to the Dark Period, right? Right. Almost no written records from the age have survived. But if you compare the history before and after, you can tell something major must have happened. Wow, that's fascinating. I know! Look at those two, all worked up over an old book. My little brother was just like that too. Laffy and our brother used to. Ich kenne noch jemanden, der so begeistert war von der alten We Geschichte. received reports of suspicious persons in the area. Have you seen anything? Not good. They're onto us. Quickly, hide in my house. Videl, have you seen anyone suspicious recently? Sorry, sir. I've been absorbed in my book. That's all right, thanks. Look, I know it must be tough living alone with your mom. Just remember, your father's a praetor. He's out there fighting to protect us all. Keep your chin up for his sake at least, all right? Uh-huh. Thanks for your help, Videl. Videl, your father is an exorcist? Yeah, he is. But don't worry, I won't say anything about you and your friends. I'm your friend too. Really? And to prove it, I'll let everyone in on a big secret. This book tells you how to make an Omega Elixir, an incredibly ancient and powerful medicine. If I'm reading it right, you need 5 ingredients in order to create the elixir. I've only translated one of them so far, but I'll tell you what it is. That's really nice of you, Videl. But I don't have any way to repay you for this. Oh, please, think nothing of it. I'd just like it if you came and talked with me again sometime. Of course. What are friends for? The Omega Elixir. That's an ancient medicine said to be able to cure any disease. But it was my understanding that no samples or recipes survived the Era of Darkness.
Meliodosian script was used prior to the era of darkness, so I guess it's possible that Videl's recipe might be legit. He's just a kid. I don't know how much we can trust his translation. You saw his notes. I doubt many adults could even get anything out of that book. He might be onto something. Kids are more capable than we give them credit for, especially where their interests lie. I think we can trust Videl. Laffy used to read books intently like that, too. Furthermore, couldn't a hypothetical Omega Elixir be quite useful to you, Velvet? Laffy-set, you look like you really want to track down those ingredients. Yeah, I do. Personally, I don't really care. But if you want to look for them, I won't stop you. Okay. Okay. Rezept für Omega Elixier erhalten. Okay. Das heißt, kann man das jetzt angucken oder wie oder was? Da Rezept für Omega Elixier. Eins wurde es in den in Westertunnel gefördert. Okay. Longdaus-Staub. Im Westertunnel. Wo ist denn der Westertunnel? Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist so das Problem. Waren wir da schon? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß auch nicht woher. Da, Westertunnel. Ja, ja. Hogwarts Legacy installieren nicht möglich. Ja, ja. Internet wieder blöd. Und das hier ist der Westertunnel, ja. Okay. Das war da, wo wir... Ja, okay. Ja, okay. Ich weiß, welcher der Westertunnel ist. Aber habe ich da nicht zwischendurch auch mal irgendwie sowas eingesammelt? Longdaus-Staub. Zählt das dann als bestimmtes Objekt oder wie ist das? Waffen, Zubehör, Rüstung, Ringe, Schuhe, Materialien. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass wir jetzt halt erst dahin müssen und die Möglichkeit haben, das dann erst einzusammeln. Guten Tite. Okay. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass wir hier Zeug haben, mit dem wir Rüstungen verstärken können. Doch richtig, ne? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß nicht. Über Tite muss ich mich vielleicht mal schlau lesen. Da steht halt, Ausrüstung erhält die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen, die 6 Basiswerte erhöht. Wie? Keine Ahnung. So, Wertsachen. Auch kein Long John Silver drin. Add-ons. Ah ja. Abenteuerobjektpaket. Ah ja. Kann ich dann hier alles auspacken, wenn ich das will. Will ich jetzt auch noch nicht benutzen. Weil an sich nicht verkehrt. Ist halt auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Dass ich so durchgehe. Gut, hier Platinklumpen und so ist schon was Besonderes. Aber erstmal nicht. Okay. Gut. Wir wollen ja jetzt zum Hafen, ne? Wenn wir dann mit der Piratencrew irgendwo hin weiterfahren können. Ob das klappt? Na, mal gucken. So viel Zeug, an dem ich hier einfach vorbeirenne. Okay. Hier werden jetzt die Reisenden alle befragt, ja. Das ist ja spaßig. Guten Tag. This big storm came and swept me out to a Class 4 island. And let me tell you, it's as bad as the rumors make it sound. I wanted to just wait it out in a shipyard somewhere, but then the water turned all gooey.
Then I had these jellyfish things coming onto the deck, and before I knew it, slugs were swimming around in the damn ocean. Wouldn't the salt in seawater mess up a slug? Yeah, that's what I thought too, but these weren't no sea slugs neither. It was scary, I'll tell you that much. You want my advice? Stay the hell away from that island altogether. But if you do go, watch out for that gooey stuff. What did that pirate mean by Class 4? I've never heard of that. It's a classification the Abbey uses to help inform their strategy, an estimation of how well they've been able to manage the demon outbreak in an area. Administrative Zone Classes 1 through 3 have been assigned a suitable contingent of exorcists to guarantee the population's safety. So, Class 4 administrative zones are ones that are still unsafe? In a perfect world, the entire kingdom would be protected, but there's just not enough manpower to go around. The Abbey doesn't send exorcists to remote areas and far-off islands. Instead, they avoid casualties by making those areas off-limits. But that pirate mentioned he'd come close to an island. Are those policies actually enforced? They send out an official notice to stay away, and that's all. It's not like they could blockade every tiny remote island out there. So you're free to dive into the deep end if you want, but no one will come to your rescue. Hope you know how to swim. If they could keep the demons in check, they wouldn't have to tell people to stay clear. Frankly, I think the Abbey just doesn't want to go near places like that. In other words, these are dangerous places that the Abbey has washed their hands of. Makes you wonder how much they can administrate these places when they're not willing to get their hands dirty. Are there many Class 4 administrative zones? I've heard of 10 such regions in my time working as an inspector for the Abbey, but I'm afraid I couldn't tell you their exact locations or their current status. If the Abbey abandoned this island, it's probably safe to assume that it's getting to be pretty dangerous. If Dann we will ich go dahin. there, we're gonna wanna be prepared. Ich bin immer prepared. Du kannst nun zu einer Verwaltungszone Klasse 4 gehen, okay. Demons! There's more of them. A whole band of them rampaging through Roaring Forest. There was already one dangerous demon in those woods, and now we have more, and they're still on the loose. A lot of exorcists have come to deal with them, but... What do these demons look like? That's what I want to know. Those Abbey people won't tell us nothing. Every time a demon comes around, it's all, show us your cargo this, and don't leave port for a while that. How are we supposed to catch any fish? These demons really are a pain in the neck. If I was an exorcist, I'd lay down some justice, I tell ya. At the end of the day, it's not the demons or the exorcists that have it rough. It's us normal folk. Anyway, you guys should be careful. There are demons about. Thanks for the warning. Ja gut, ne, falls ich Dämonen begegne, dann grüße ich den ganz freundlich mit Händeschütteln und so. First mate! You're all right! Sorry to worry you. And the captain? It turned out to be a fake. But now I know the real one's still alive somewhere. Well, of course he is. Not that he has a lot of time left. What do you mean? Calm down. I'll explain later. Eisen... You stay calm too, okay? And you've all taken your salatoma? Yes, sir. And nobody died? All still kicking. Compared to your curse, sir, this sickness was tiny potatoes. All right. Then let's get ready to sail out. Already done, sir. We're ready whenever. The Pirate's Creed, huh? There's worse out there. Okay. Schön halt, wie Magilo halt vorher einfach mal von rechts nach links lief. Einfach nur um zu erwähnen, so, ja, ne, viel Zeit hat er nicht mehr. So. Die Mannschaft ist wieder da und zwar fieser als eh und je. Wir setzen Kurs auf Isold. Ich könnte aber auch Zone 4 Abweichlerviertel aufsuchen. Also gehe ich mal dahin. Tucker, tucker, tucker. Okay. Gehe auf seine Vorgesetzte. Danke für diese Info. Ach, ist das hier so ein Herausforderungsding, so Arena-mäßig, oder? Is that a fighting arena of some sort? I don't see any demons around.
Look! There's something spewing out of the middle! I sense a really malicious force emanating from it. It's probably the vengeful spirits of those who fought and died here looking for glory! Thanks for that. Now I've got goosebumps. Let's try not to wind up as more vengeful spirits. Okay. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hier kannst du Horden spezifischer Dämonenarten bekämpfen. Wähle Dämonenbeschwören aus, um Dämonen zur Arena zu rufen und den Kampf zu beginnen. Nachdem eine bestimmte Anzahl von Dämonen besiegt wurde, erscheinen weitere. Der Kampf ist vorbei, sobald alle Dämonen besiegt wurden. Falls du im Kampf besiegt wirst, wird dein Status auf den Status vor dem Kampf zurückgesetzt. Bereite dich also gut vor, bevor du zum Kampf antrittst. Wenn du die Herausforderung zum ersten Mal meisterst, erhältst du eine Belohnung, also gib dein Bestes. Zum ersten Mal meistern, nicht beim ersten Mal. Okay. Anleitung ansehen ist das, was ich gerade hatte, okay. Dann Dämonen beschwören. Das wird schon irgendwie, vielleicht, eventuell. Wie viele Dämonen da genau kommen, keine Ahnung. Aber lass sie doch kommen. Wir umgehen ja sowieso schon so oft irgendwelche Gegnerkämpfe. Da kann man vielleicht mal die aus einer Arena hier mitnehmen. So, ich hebe mir auch noch hier die besondere Zuhaufähigkeit von Velvet noch so ein bisschen auf. Falls hier gleich irgendwie ein großer starker Gegner kommt oder so. Man weiß ja, wie das manchmal so ist. Das sind keine besonders großen starken Gegner. Ganz im Gegenteil. Die Musik mega dramatisch. Ja, komm. Unkraut vergeht. Auch heute. Da kommen echt ordentlich Gegner. Aber sie machen uns auch keine Probleme. Das gefällt mir ganz gut. Hallo? Aufessen hier. Sonst regnet es morgen. Und scheint morgen nicht die Sonne, wenn du nicht aufisst. Ja, ein Dämon aufessen. Stunden später. Aber die Gegner machen uns wirklich keine Probleme. Noch nicht. Kann später irgendwie anders werden, aber im Moment keine Probleme. Besonders mit den Schleimtropfen hier. Oh, das war's schon? Okay. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie noch was Starkes, so zum Abschluss oder so, aber nein. Ja, dann halt nicht. Alle Dämonen wurden besiegt. Ventil des Virtuosen erhalten. Looks like we won't be joining the party. I can see why this place is the stuff of cautionary bedtime stories. Not to mention why the Abbey's keeping way the hell away. We shouldn't let our guard down.
but this place could still be a good chance to hone our combat skills. Indeed. Most everything we fought here seems to follow a pattern. This is a good place for tactical training. If we ever end up on another island like this one, we should probably come prepared for the kinds of enemies we'll face. Okay. Ich sehe noch nicht, warum ich jetzt hier vorbereitet reingehen soll, aber ja, okay. Gut. Dann mal wieder unterwegs mit dem Schiff. So, und zwar haben wir nach Katnixhafen. Damit wir dann in diesen komischen Tunnel da reingehen können, damit wir dann vielleicht dieses Material finden können. Ich habe eine blockierte Szene. Die Meldung davon geht mir jetzt schon so ein bisschen auf den Keks, ne? Aber gut, kannst nichts machen, ist halt wie es ist. So. Bester Tunnel, genau. Das Ding jetzt finde, ne? Oder was zählt denn das jetzt? Das ist das Rezept, weißt du? Rezept für Omega-Elixier. Longdose-Staub. Irgendwo hier gefördert. Okay. Keine Ahnung wo, keine Ahnung wie, aber es soll hier gefördert werden. Oder gefördert worden sein. Ich habe jetzt auch keine Karte, die mir das dann genau anzeigt, ne? Da, in Tunneltiefen. Oh. Kuruganes Werkstatt. Ach, okay. Muss ich nur hinkommen. Ob ich das dann hinkriege? Mal gucken. Ich glaube, ich schaff's. Wenn ich wüsste wie. Ist ja jetzt auch eine Ecke hierher, dass wir hier gewesen sind, ne? War das hier? Nein. Darf ich den Ort wieder finden, ne? Ja, natürlich auch laut Karte gehen, aber... Nein. So, wir teleportieren uns dann später raus, ne? So viel ist sicher. Bitte warten. Okay. Einen muss ich hin zu den Tunneltiefen. Da ist noch eine Ecke. Aber währenddessen kann ich hier so ein paar Seelen einsammeln. Ich bin ja wieder ein bisschen blank, was Seelen angeht. Und da, das passt relativ gut. Eventuell. Ich glaube, ich schaff's. Vielleicht? Das war mir hier gerade zu nah am Zombie. Von daher, nee. Weg. So, und da hinten lang. Nun sollten wir auch schon da sein. Hoffe ich. So. Hier vielleicht noch nicht. Aber fast.
Ja. Fast sind wir da. Langer Weg, den wir dafür gehen müssen. Ordentlich Backtracking. Aber kriegen wir hin. Wie, das ist nicht hier? Hier ist wieder falsch gelaufen. Oh, Mammut. Wo tun wir normal? Oh. Okay. Also müssen wir sogar noch weiterlaufen, als ich ursprünglich dachte. Aber auch das kriegen wir hin. Vielleicht. Ich habe jetzt schon wieder ca. 60 Seelen eingesammelt. Das ist ja schon wieder ganz ordentlich. Kann man ja eigentlich gar nicht meckern. Aber ich kriege das trotzdem hin. Mehr das Ding. So, jetzt müssten wir hier bei der Werkstatt sein, ne? Jo. Da ist auch die Sprechblase. So. Guck mal, was hier alles jetzt rumliegt. Generell. War das hier vorher auch und ich konnte es einfach nur nicht einsammeln? Genauso wie die Kiste. Abgenutzter Speer. Oh, wie toll. This must be Longdow's dust. The ingredient Vidal's Omega Elixir recipe calls for. I can't believe you actually found it. We have to go tell Vidal. Maybe he's been able to translate the rest of the list. Yeah. Okay. So, raus teleportieren. Katningshafen. So. Und dann einmal wieder zurückdüsen. Vielleicht. Eventuell. So, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt hier eigentlich noch irgendwie eine Alarmstufe Rot, den wir uns mal abgeben? Ja, für den Rasenwolf, okay. Ist auch noch kein neuer Auftrag da, ja? Okay. Kann mal recht sein. So, mit dem Schiff auf Tour. Und zwar nach... Muss dahin sein, ne? Denke mal. Ja. Ich habe halt die ganzen Städtenamen und so alle noch nicht drauf, wo was ist. Welche Gebiete mit welchen Städten zusammenhängen. Daher ist manchmal so ein bisschen Rätselraten. Aber kriegen wir hin. Glaube ich. So. Vidal, ich bin wieder hier. Wow, is that Longdow's dust? That's one of the Omega Elixir ingredients. Richtig. You found it. You really found it. Ich bin mega awesome. It's proof your research is right. Thanks. I've just managed to translate the description of the second ingredient. Here, take this and... Oh. What's wrong? Your face is red. Hey, you're burning up. It's fine. I'm pretty much always running a fever. That makes it even worse. We need to get you home so you can rest up. But I'm still translating the recipe. You heard me. All right. She's scary. Is she your sister or something, Laffy said? Well, it's kind of a long story. Oh, okay. Well, you seem to have a pretty complicated life. Do you think he's always that sick? Wouldn't surprise me. I was weak when I was a kid, too. He's probably been like this since he was born. That must be why his parents named him Vidal. It means to live. Huh.
I never thought about that. Luffy said is like that too. It means one who lives. One who lives. And he wants to be an explorer when he grows up. I feel sorry for him. But if he drinks the Omega Elixir, I think he can get better. When he sets off on his adventures, will you let him aboard the Von Eltia, Eisen? I suppose I could cut him a deal. You'd charge him? I'm a pirate, kid. Comes with the territory. But I promise you, I won't charge him too much. I suppose that'll have to do. One who lives. I did not know that Lafayette's name had meaning behind it. Didn't mean much in the end. I poured my soul into getting him through. But he's still dead all the same. Hope. What a waste. You really think it was pointless? What else am I supposed to think? It won't bring him back. Okay. Ja, also, ich kann mir wirklich vorstellen, wir stellen das Omega-Elixier einmal her, damit wir ihn heilen können. Na, das kann ja lustig werden. So, und das nächste Rezept ist, wie sich das Horn eines Einhorns sammeln lässt. Die Figal-Eisspitzen, die haben wir bisher noch gar nicht gesehen, ne? Oder? Doch, haben wir. Komme ich dahin zurück. Okay. Das ist hier vor der Stadt quasi, ne? Das ist ja ganz cool. Müssen wir halt nur hinkommen. Expedition ist auch wieder fertig. Das heißt, halbe Stunde für diese Folge ist auch wieder rum. Das bedeutet, wie das dann von jetzt weitergeht, finden wir heraus in der nächsten Folge von Tales of Berseria. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.